Wir haben jetzt hier eine antike Terra-Bretta-Grube, die ich euch zeigen will. Die haben wir entdeckt vor etwa 15 Jahren. Als wir die ersten Bäume gepflanzt haben, haben wir die dunkelste Erde hier rausgeholt. So, also willkommen in der Grube. Ich vermute, dass diese Grube ein paar hundert oder gar 1000 Jahre alt ist, denn wir haben hier antike Tonscherben gefunden in diesem Terra-Bretta. Das heißt, das ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern es wurde künstlich hergestellt. Die ganze Erde außenrum ist weiß bis hellbraun. Das ist der einzige Ort hier, wo die Erde fast schwarz ist. Ich kann ja mal ein bisschen buddeln. Mal gucken. Okay, jetzt wird das schon fündig geworden. Hier, alte Tonkeramik, mittendrin in der Terra-Bretta, etwa 60 cm tief. Das heißt, das ist der eindeutige Beweis, dass diese Fläche künstlichen Ursprungs ist, von Menschen gemachter Dünger. Und heute weiß man wieder, wie diese Terra-Bretta hergestellt wird. Früher war das weit in Südamerika verbreitet, also am Amazonas, und in einigen Ländern bis Paraguay hat man diese Terra-Bretta-Gruben gefunden. Das Tolle daran ist, dass dieser Terra-Bretta immer fruchtbar ist. Das heißt, die Fruchtbarkeit dieser Erde lässt nicht nach. Und das kann man sich also heute auch wieder zunutze machen, indem man ihn einfach neu herstellt. Und wie das geht, können wir uns nachher gerne mal angucken. Wir haben die Grube hier stillgelegt, weil wir nicht wollten, dass dieses Museum praktisch zerstört wird. Und deswegen ist es eigentlich die letzten 10 Jahre ungefähr in diesem Zustand geblieben. Hier ist unser Terra-Bretta-Lager, das neue, was wir vor einem Jahr hergestellt haben. Damit pflanzen wir die nächsten 10.000 Bäume. Und wir haben genug hergestellt, um auch für andere Menschen, die auch Bäume pflanzen wollen oder Gemüse anbauen wollen, Terra-Bretta zu verkaufen. Wir fangen jetzt mal an mit der Zusammenstellung. Meine Mitarbeiter werden es jetzt gleich zusammenmischen. Wir haben also hier vorbereitet. Vor uns ist Kuhmist. Und auf den Kuhmist kommt jetzt die Holzkohleasche. Ungefähr 20%. Das ist der erste Schritt. Die Dressbolzer macht. Also die meiste Arbeit ist die Herstellung vom Holzkohlepulver. Man sieht es jetzt kaum heute, weil wir Regen hatten. Normalerweise staubt das Zeug ohne Ende, wenn man es durch die Maschine klein häckselt. Ja. Aber die Holzkohle ist notwendig, sonst haben wir kein Terra-Bretta. Und dieselbe Holzkohle haben wir auch gefunden in dem historischen Terra-Bretta. Also es ist dieselbe Methode, die vor Jahrtausenden noch verwendet wurde, die wir auch heute verwenden. Was wir jetzt neu machen ist, es kommt gemahlenes Basaltmehl mit rein. Das hat 84 Mineralien. Und jetzt kommt noch etwas Kalk oben drüber. ¿Puedes? Sí. Y dame el otro también, el último. Sí, el Agnihotra. Hier haben wir ungefähr 10 Gramm Agnihotra-Asche, die wir selber herstellen, fast jeden Tag. Diese Asche ist so potent, dass sie ungefähr 1 Hektar Fläche düngen kann. Dieses bisschen Asche. Das wird also mit dem Kalk vermischt. Und diese Agnihotra-Asche hat es in sich. Es gibt da Versuche, dass diese Asche sogar Radioaktivität auflöst mit der Zeit. Von Universitäten nachgewiesen. Das heißt, statt 200.000 Jahre Strahlung ist die Strahlung in ein paar Wochen weg. So, das kommt also auch noch drauf. Und dann haben wir unsere 5 Komponenten und jetzt fangen wir an zu mischen. Wir haben jetzt hier den ganz frisch angesetzten Terra-Bretta. Dahinter ist der 2 Monate alte Terra-Bretta und hier haben wir jetzt 1 Jahres Terra-Bretta. Ja, das ist lebendig. Da ist jetzt alles drin, 84 Elemente, die ganzen Mikroorganismen, 20% Holzkohle. Das heißt, dieser Dünger,
der wird nie mehr sich auflösen wie normaler Kompost. Das ist das Tolle daran. Ihr habt es ja gesehen in der Grube, der bleibt mehrere tausend Jahre bestehen und kann so die Natur bereichern mit Leben. Ja. Jetzt sind wir noch mal bei den Kühen und wie du siehst, hier haben wir unser Düngedepot. Das ist das, was die eine Kuh jetzt in 2 Monaten produziert hat. Und wir können mit den 5 Kühen Terra Bretta für etwa 10.000 Bäume im Jahr produzieren. Außerdem sind das ganz friedliche, wunderbare Tiere. Und ich bin froh, dass sie hier eines natürlichen Todes eines Tages sterben werden.